Ein neues Internet für die Industrie. Der Fraunhofer Tag der kognitiven Internettechnologien machte diese Vision nicht nur greifbar, sondern zeigte vor allem praktische Umsetzungen für Industrie, Logistik und Mobilität. Am 22. November 2018 standen in Berlin zunächst zentrale Fragen im Fokus der Konferenz. Was möchte Fraunhofer mit dem kognitiven Internet erreichen? Welche Technologien sind nötig, um der Industrie zum Durchbruch in der Digitalisierung zu verhelfen? Eigentlich will ich mich überraschen lassen, was ich hier gezeigt bekomme, und ich kann mir jetzt also unter dem kognitiven Internet noch gar nicht so viel vorstellen. Ich möchte mich als Startup-Mitgründer informieren zum Thema IoT, vernetzte Maschinen, Maschinenüberwachung. Ich arbeite hauptsächlich mit Fokus auf künstliche Intelligenz und Data Management und bin natürlich dementsprechend davon überzeugt, dass das zwei große Themen sind, die wir angehen müssen. Um neue Technologien einzusetzen, ist es für Unternehmen nicht nur wichtig, die Notwendigkeit zu erkennen. Sie müssen auch verstehen, welche Vorteile sich ihnen bieten. Und sie müssen Vertrauen in die technische Umsetzung haben. Fraunhofer hat schon vor 2 Jahren ein internes Programm mit Exzellenzclustern aufgelegt, wo man gesagt hat, zu welchen Themen muss sich Fraunhofer positionieren. Das sind Themen, die eine große wirtschaftliche, gesellschaftliche Relevanz haben. Und wie bringen wir die Kompetenz, die Fraunhofer jetzt inzwischen mit seinen 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat, in 72 Instituten zusammen? Das heißt, wir müssen Industrie 4.0, diese Datenberge, die wir da produzieren können, die müssen wir eben mit KI verbinden. Und dazu brauchen wir natürlich auch intelligente Antworten, wie wir mit diesem Datenaustausch umgehen. Insofern finde ich diesen Dreiklang sehr interessant und ich glaube, der wird uns in der Industrie sehr helfen. Ein Punkt, der oft vergessen wird, weil wir sehr technisch orientiert sind, deswegen tat mir das gut, nochmal mit dem Data Space. Wir müssen an Geschäftsmodelle denken. Und das ist etwas, was vielen doch sehr, sehr schwer fällt in Deutschland. Wir sind ingenieurgetrieben und wir müssen schwer aufpassen, dass eben über Plattformen nicht andere am Ende die Geschäfte machen, weil sie die bessere Kundenbindung haben. Wenn wir nichts tun, werden die Erfolge weniger. Das wird man dann in Wachstumszahlen spüren, ja. Und dann wird es eben kritischer und das wollen wir vermeiden. Also wir sollten gucken, was auch immer wir machen, dass es auch immer den Fokus hat auf den industriellen Kern. Denn die Jahre, die ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, haben wir festgestellt, so einfach war es dann für die Unternehmen aus dem Silicon Valley eben auch nicht, sich in diese industriellen Prozesse hineinzudenken, ja. Sondern wir brauchen tatsächlich die Kombination aus der deutschen Ingenieurskunst und den neuen Technologien. Haben wir das verschlafen oder müssen wir einfach die Kräfte bündeln? Also ich glaube, wir haben jetzt eine sehr schnelle Bündelung der Aktivitäten gesehen. Ich glaube, wir verstehen jetzt auch deutlich besser, warum so Entwicklungen wie der International Data Space so wesentlich und wertvoll sind, weil sie eben überhaupt erst einmal eine Referenzarchitektur geschaffen haben und das, Sie verzeihen, Herr Görler, wenn ich sage, mit sehr bescheidenen Mitteln. Also da hat man zweimal Projekte mit fast lächerlichen, wenn wir die Zahlen jetzt von den Milliarden sehen, mit 2x5 Millionen Projekte gefördert, die inzwischen aber über 100 Industriepartner hier zusammengebracht haben, um diesen Datenökonomiemarkt zu betreiben. Auf welchen Säulen steht das kognitive Internet? Wenn wir das angehen wollen, diese Vision, die da so aufgespannt ist, ein solches Internet zu schaffen, das die industriellen Bedürfnisse befriedigt, dann müssen wir etliche technologische Herausforderungen lösen. Und das ist eben der Bereich der Sensorik, das ist der Bereich der vertrauenswürdigen Datenräume und das ist der Bereich des Maschinenlernens, und zwar spezielle Verfahren des Maschinenlernens, des Informed Learns. Aber für uns ist es wichtig, was hier schon mehrfach gesagt, wir wollen auch ganzheitliche, gesamtheitliche Lösungen bauen. Das heißt, zeigen, wie die Dinge ineinander greifen. Von dem kognitiven Sensor in die Datenräume, kombiniert mit dem maschinellen Lernen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wie kann sowas gehen? Welchen Mehrwert können wir daraus wirklich ziehen? Und kann ich das Ganze absichern? Es ist ganz wichtig, agil und schnell Forschungsergebnisse in die Industrie zu bringen, damit wir den Anschluss nicht verlieren, gerade bei diesen Themen. Und das ist genau etwas, was wir auch wirklich gerne aufgreifen, dass wir agil Kooperationen anstoßen, dass wir mit vielleicht erstmal kleineren Machbarkeitsstudien, aber auch mit strategischen Beratungsangeboten in die Unternehmen hineingehen und aufzeigen, was ist machbar, was
was könnte man machen, wie könnte sowas ausschauen, sodass man relativ schnell in ein Doing kommt. Die vielen Informationen aus der Konferenz mit dem Blick in die Fraunhofer Labore und dem Realitätscheck mit Industrievertretern konnten in der begleitenden Ausstellung und den anschließenden Workshops vertieft werden. Diese Vernetzung unserer vielen Dinge, mit denen wir umgehen, wird natürlich Herausforderungen an uns alle haben. Nicht nur bei der Nutzung, sondern auch beim Machen. Und deshalb habe ich natürlich diese Fragestellen, wie wir lernen, wie wir dazu kommen, dass die Maschinen immer besser werden und lernen, dass wir also diese Themenfelder weiter algorithmisieren, also festschreiben können, bis zur Robotisierung, also Automatisierung, damit wir uns auf noch höhere Themenfelder konzentrieren können. Ich bin im Dienstleistungssektor für die Automobilindustrie tätig und baue selber Datenprodukte. Und insofern war das heute ganz, ganz arg spannend für mich. Nicht nur technologisch, also es war ganz viel hier technologisch Thema, sondern was ich auch so spannend finde, wie sich Daten-Ownership, also wer darf was mit Daten tun, entwickeln wird. Denn technologisch, so habe ich auch von Fraunhofer gelernt, sind wir viel weiter. Wir sind weiter, als wir dürfen. Vieles ist in Politik und Recht nicht geklärt, was wir mit den Daten tun müssen. Und ich harre eigentlich der Dinge und hoffe darauf, dass wir bald das tun dürfen, was wir können, auch mit der Fraunhofer-Technologie. Die wichtigsten Themen des kognitiven Internets auch für uns sind natürlich das Setzen von Standards. Denn nur wenn ich entsprechende Standardisierung habe, kann ich unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Produkte, Technologien miteinander verknüpfen. Natürlich über allem muss das Thema Sicherheit stehen, also wie kann ich Daten sicher ablegen, Daten sicher weiterverarbeiten, weil nur dann entsteht auch ein entsprechender Mehrwert und auch nur dann ist das Vertrauen auch in die Nutzung dieser Technologien vorhanden.